So, wir hoppeln weiter in diesem lustigen Spiel, das sich da Disco Elysium nennt. Wir stehen mit unseren Quasi- und Allesöffner, stehen wir gerade noch vor der Kirche der Stille. Und irgendjemand meinte, ich kann nochmal mit Thiago reden, auch wenn der irgendwie schon in den Dachsparren ist, das finden wir gleich raus. Ich soll immer noch die Mortar finden, ich soll die Insel nach Schussspur durchsuchen und fahre hinaus zur Insel. Mehr Quests habe ich nicht mehr. Ich könnte maximal auf der Karte gucken, ob es irgendwo noch irgendwelche Dingens gibt, aber ich kann anscheinend... Okay, renne, könnte ein bisschen schwierig sein, noch einen Beherrschungscheck zu machen. Schlafender Hafenarbeiter. Es ist ein bisschen schade, dass die Leute, bei denen du Checks hast, dass du die gar nicht mehr, dass die nicht angezeigt werden. Also was wir noch machen könnten, wäre den Handelsgeschenk, glaube ich. Der wäre definitiv noch drin. Die verriegelte Tür, die ist doch auch schon alle offen. Der Abflussrohr, den Check haben wir auch schon gemacht. Das ist ein bisschen doof, dass die nicht weggehen, ne? Na gut. Ich gucke nochmal kurz in die Kirche rein, obwohl ich ja letztes Mal schon drin war. Ach ja, und Glückwünsche an deinen Vater, Botting. So, kann man mit Thiago hier noch reden? Kannst du mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er war ja letztes Mal auch einfach weg, ne? Oh, was ist das hier? Sie stammen aus den Kirchenfenstern, stehen sogar noch Buchstaben drauf. Was stammt aus den Kirchenfenstern? Achso, das ist wahrscheinlich ein weiterer Gedanke von dem Ding, was ich letztes Mal nicht gekriegt habe. Das knallt echt, Leute. Get Numpsides. Ne, mit Thiago können wir nicht nochmal reden. Naja, gut. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, relativ dolle durch. Leider habe ich nie rausgekriegt, wie ich diesen Fallenleiter... Dings so. Ich weiß immer noch nicht, warum Harry so einen Knallweg hat mit dem Ding. What is it? The swallow, you mean? Great. Okay, gut, das können wir nicht machen. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass es nochmal ein komplett alternatives Ende im Zusammenhang mit diesem Loch gegeben hätte. Zu dem ich einfach nie kommen werde. Ah ja. So, warum hatte ich ja nicht meine... Achso, jetzt ist ja nicht alles erkundet. Dann laufen wir zumindest nochmal kurz zur Hantel. Nur um den Check wahrscheinlich nicht zu schaffen. Weil es ein Körperapparat-Check ist und ich leider dauerhaft Minus habe im Körperapparat. Ich glaube, ich habe schon den einzigen Gegenstand an, der Körperapparat Plus macht. Es meint doch jemand, ich soll noch ein Brettspiel kaufen, damit ich mit Kim Brett spielen kann. Ach, ich wollte noch nach pennen, ne? Weil wir haben ja sowieso Tag 7 und dann gebe ich eigentlich einfach bis Tag 10 Zeit. Und ich nehme mal an, dass das ganze Ende-Ding nicht so ewig lange dauern wird, oder? Und wir können noch mal versuchen, mit Lien irgendwie zu flirten. Kann ich einfach das Boot nehmen und abhauen? Warte mal. Ich will das jetzt nicht machen, aber... Du solltest die Besitzerin nochmal ausfahren, bevor du mit diesem Boot zur Insel fährst. Aber ich könnte mit dir quatschen, ne? Geht das so einfach? Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. Oh, sie macht sich Sorgen. Also sie stellt fest, dass ich humpel und meint, dass ich schrecklich aussehe. You're not limping. You're you. Du bist einfach du selbst. Jemand hat mir in den Fuß geschossen? Ich bin Polizist. Ich existiere nicht in dieser Welt. Ich lebe dazwischen, zwischen Leben und Tod. Ich würde mir, ich lebe dazwischen. Everyone does that, in a way. You don't have to get shot for that. Davon muss man nicht angeschossen werden. Sie winkt ab. What happened to you anyway? We heard gunshots from the town. They were closer than usual. Die Schüsse waren näher als sonst. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. Ja, es gab einen kleinen Auslauf von Kugeln auf das Saint-Gilles, ja. You didn't only get shot. Du bist nicht nur angeschossen worden. Du sagst das recht so, den zweiten Schuss bin ich ausgewichen. Manchmal werde ich also nicht angeschossen. Die sollten sich mal die anderen ansehen. Die sind alle tot. Nee, ich bin auch ausgewichen. Well, good for you. Und die anderen sind tot. So you're a killer. That's good, I guess. Better than being dead. Das ist wohl besser so. Besser das als tot sein. Die meisten Polizisten sind Killer. Ich bin ein Killer, ich bin ein Polizist. Sie lasst abfällig auf sehr männliche Art und Weise. Ich bin Polizist. Hi. I guess you are. I understand that's how it goes. Sie versteht, wie das läuft? Ich habe da einige Fragen. Of course. Can I help you with something? Oh, Suggestion historisch. Bernsteinwürfel, na gut. Wir müssen auf diese Insel dort. That won't be a problem. It's wind still and the tar just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Die nächsten beiden Tage sind sonnig. Können Sie es ja 2 Tage Sonne? Ich habe mir gerade eine bakterielle Infektion eingefangen. Was? Was befinden Sie auf der Insel? Used to be some kind of fortification there before the war. For the communards. An anti-aircraft gun, I think. Bombed to bits in the landing. I haven't been there myself. Always steered clear of it. Sie meint irgendein kommunistischer Flugabwehrturm. Also sie war selber nie dort. Weil
Gründe. Es gibt übrigens, wo war denn das? Irgendwo ein Ruhrpott gab es. Gibt es auch so einen Flug. Diese Flugabwehrtürme sind erstaunlich groß. Also man möchte irgendwie meinen, die sind irgendwie im Boden und wie so ein Loch, aber nee. Die Flugabwehrtürme sind relativ große Gebäude. So im Großen und Ganzen und ziemlich betonig. Hasn't been there herself. Who has then? War selbst noch nicht dort. Wer war es dann? Ja, das ist eine interessante Rhetorik. Ja, sie haben gesagt, sie sind selbst nicht dort gewesen. Wer dann? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. Also ihr Mann und seine Saufkumpanen haben da öfter gesoffen auf der Insel. Es kam mir aber immer ein bisschen seltsam vor, weil dort Leute gestorben sind. This must be one of the many fortifications that was used in the dying days of the revolution against coalition forces before they took this city. Ah ja, eine der vielen Verteidigungsstellen. Ja, ja. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. Ah ja, die Kinder sind manchmal auch da, auf irgendwelchen Flößen. Sollen zwar nicht machen, aber sie bringen halt irgendwelche Patrouillenhülsenzeug und so zurück. Welche Kinder? Twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Was? Gott bewahre, dass sie das Mädchen mit in irgendeinen klapprigen Kahn nehmen? Sind die Jungs nicht kleiner als das Mädchen? Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Oh, Kim fragt ganz höflich, dass man höflich fragen Be könnte. my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Okay, sie kriegt selten nur nützliche Sachen aus den Zwillingen raus und wünscht uns viel Glück. 2 Tage Sonne, ich habe gerade eine Bakterieninfektion eingefangen. I'm sad to hear that. Take care of that with Ether, will you? Don't get too many RCM men round here. Be sad to lose the first one. Also wir sollen es mit ETA behandeln. Und man sieht nicht allzu viele BMA-Leute hier rumlaufen und ich fände es schade, wenn die ersten, die sie mal gesehen hat, sterben würden. Gibt es was ich wissen sollte über die Fahrzeuge? Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. Ah ja, okay, ich sollte mich von Süden der Insel annähern, weil es ist ein Teil davon so versunken. Das heißt, es gibt seltsam flaches Wasser mit scharfen Teilen drin, wo man mit einem Boot besser nicht langfahren sollte. Gut zu wissen. Aye, aye, Captain. Danke, liebe Mechanik. Aber das ist gut zu wissen, nicht, dass wir am Ende gekentert werden. Das wäre sehr tragisch gewesen. Können wir uns Ihr Boot ausleihen? If you promise to bring it back. And no scraping the hull. I just got it nice and yellow. And no drinking on the boat. And no joyriding either. Was? Das ist jetzt gerade frisch gestrichen. Ein schön gelb. Es wird nicht, an Bord wird nicht getrunken und wildes Rasen ist auch nicht erlaubt. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Eine offizielle Polizeiangelegenheit, ja, ja. Was, wenn ich es zum Schaukeln bringen will? See, that makes me not want to lend you my skiff. On a boat, rocking leads to capsizing. That there is an absolutely 100% rock-free skiff. You got that? Wenn man ein Boot schaukelt, dann kennt er das. Und das möchte man nicht. Ja, gut. Danke. Dann werden wir mit Ihnen das Boot nehmen und zur Insel gelangen. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Achso, ich soll mit dem Treibstoff vorsichtig sein, weil da ist nicht so viel drin. Da könnte, sie hat sich zwar gerade voll gefüllt, aber es ist halt klein, deswegen könnte recht schnell alle sein. Na gut, dann reden wir noch mit dem Bienen hier. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. So, das hier war schon mal auf der Insel. On that island? Auf der Insel. Da, der Junge, der gegen seinen Stein tritt, zeigt auf die Bucht. Ja, natürlich, die meine ich. Nothing. It's just a seafort and some plants. You can dig a raft there. It's great. Also es gibt nur eine Festung und Pflanzen. Da ist nichts. Das macht Spaß. Das ist ja toll. And we make a fire. We make a fire. Hey, sie haben Feuer gemacht. Das ist ja toll. Gather the sticks for the fire. And bullets. Oh, not real bullets. Empty bullets. Warum muss man denn Patronen sammeln für Feuer? Weil jedes Pulver müsste doch schon lange nass sein, oder? Bullet shells. There are a lot of them left over from the war. But this could be important. Hülsen? I don't know what these are. Oh, diese Stimme. Und dann? They're lights. The fire guy comes and asks us to put the fire out. Dann kommt Licht, der Feuertyp kommt und sagt, wir sollen das Feuer ausmachen. Your nerve endings sting from the mention of a guy.
Deine Nerven sind wie elektrisiert, was du für einen Typen hörst. They must mean a human being on that island, but it's cut off. Die Insel ist abgeschnitten, aber trotzdem lebt jemand auf der Insel. Naja, da kann man ja hin und her fahren, ne? Lebt jemand auf der Insel? No. Antwortet der Junge und schüttelt entschieden den Kopf. Yes. Ja, sein Bruder sieht von ihm Let's zu dir. go with yes. Der Lieutenant hebt die Augenbraue und schreibt in sein Notizbuch. Warum ist der Feuertyp? Because Der Junge denkt nach. he asks to put the fire out. Weil er sagt, wir sollen das Feuer ausmachen. Warum sagt er, dass er das machen soll? I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. You shouldn't go. Aha, er mag es nicht, wenn Leute da sind, du solltest nicht hinfahren. Aber das ist ja schön. Gerade hat er gesagt, du kannst easy hinfahren, das macht Spaß. Yes. Fügt der andere lakonisch hinzu. Er steht da wie ein kleiner Zinnsoldat, die Hände starr an der Hüfte. Because he doesn't want to be found. Smoke traces. Ah ja, er will nicht gefunden werden. Was Licht? I don't know. Fängt einer von beiden an, schwer zu sagen, welcher. Ich weiß es nicht. Ja, diese Kinder! Did you mean there are electrical lights? Er zeigt die Straßenlaterne. Yes. Der Junge betrachtet seine Zehen. Kannst du was für diesen Typen sagen? Wie alt ist er? Lebt er dort? No, he doesn't live there. I don't think. Er denkt nicht. Das klingt doch so, als würde er nicht denken. Lebt nicht No, da? he lives there. Been there twice, 2 times. Also er war jedes Mal da, wo sie da waren. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Manchmal ist er nicht dort. So. Anything else? What does this guy look like? Hey, Kim spricht mit Kindern. Ganz was I Neues. don't know. Antworten sie beide fast im Chor. Warum nicht? We ran. He just yelled. We shouldn't be there. Er hat geschrien, dass wir weglaufen. Euer Vater ist früher auch mal zur Insel gefahren, nicht Our wahr? father killed himself. Super. Don't say that. He didn't. Das stimmt nicht. Sein Bruder schlägt ihn. Ihm steigen die Tränen in die Augen. Euer Vater hat sich nicht umgebracht. I don't know. Er weiß es nicht. Der Junge, der es behauptet hat, ist sich jetzt unsicher. Er sieht sich um. Doesn't even have anything to do with this, you. Father isn't the fire guy. Vater ist nicht der Feuertyp. Damit hat nichts zu The tun. two things are unconnected. Your question didn't make sense. Die Frage macht keinen Sinn. Na gut, das war alles. There's Sagt der Junge und reibt sich die Augen. Es ist offensichtlich, dass er nicht vorhat, den Satz zu beenden. Lights. Fire guy. We should check up on that island. yes. Ja, sollten wir. Yes. It doesn't look like he knows what that means. Schön, dass wir noch darauf ansprechen. Aber vor allen Dingen, der Lilly macht sich Sorgen darum, dass sie nicht das Mädchen mitnimmt, wo das Mädchen älter ist und eigentlich besser auf die Gefahren aufpassen müsste. Hello, mister. Bye. Die Tochter der Netzflickerin. Na gut, anscheinend ist sie beschützenswert. Nun gut, so, wir haben eine neue Erkenntnis, wir haben eine Quest geschafft und beendet. Ich habe leider ein bisschen wenig Geld, weil ich sollte eigentlich noch ein Brettspiel kaufen, das mit Kim zu spielen. Das Problem ist, das kostet, glaube ich, 12 Real und ich habe keine 12 Real. Und ich glaube, ich finde auch keinen Weg mehr, um 12 Real ranzukriegen, weil ich kann ja nicht einfach irgendwie... Doch, ich könnte Sachen verkaufen, fällt mir gerade so ein. Ich hole mir jetzt übrigens diese komische Laterne von Roy, weil ich weiß nicht so richtig, was ich sonst mit diesem Zeug noch machen soll. Und da habe ich eine sinnlose Laterne und ich habe keine Ahnung, was ich mit der sinnlosen Laterne mache. Wahrscheinlich ist jede Quest, in der man mit der Laterne was hätte machen können, schon lange vorbei, ist es mir egal. Oder kann ich noch was verpfänden? Ich meine, ich habe ja einige Bücher jetzt gelesen, ne? Hello, hello. Let me know. Sure. Let me have a look. Ich habe ein faszinierendes Foto von einer Leiche. Du zeigst mir das Foto. Oh, no. I don't like those kinds of objects. No sale. Er würdigt jetzt kaum einen Blick wissen, was die Bewegung bedeutet. Photic paths. Counter-radiance networks. Anti-magnetism. It's darkness. That's all I know. Sell me something lighter. Ich soll ja was weniger Dunkles verkaufen, You ne? have absolutely no idea what aphotic paths are, but the tattoos on the man are not that. Warte mal, ich kann tatsächlich Kleider verkaufen. Ich habe doch Sachen, die strikt schlechter sind, ne? I'm not purchasing any more clothing at the moment. Er betrachtet sich schnell und entscheidet, bist du so. Ich habe Rüstungsteile. Alright, let's see it. Schauen Sie sich mal diesen fantastischen Kyras an. Oh, no, 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 no. I don't need bloodthirsty mercenaries knocking on my door looking for their missing toys. Oh, er möchte keine blutrünstigen Söldner an seiner Tür klopfen. Wir haben doch gerade alle erschossen. Besides, this gear costs a fortune. There's no one in Martinez with that kind of money. Ich kann Ihnen also nichts mehr verkaufen? Ich konnte Ihnen nur das Tuch verkaufen? Ich schau mal in meiner Tasche nach. Ah, ja, Anything okay. else you're thinking of selling?
Was kann ich denn verkaufen? Ich könnte Ihnen mein, habe ich irgendwas, was auch nur ansatzweise Wert hat? Ich habe noch welche Postkarten, ne? Oh, das alte Belmar Graf-Gewehr. Komm, ich vertick das jetzt einfach, weil es ist funktioniert eh nicht, ne? Zing. So, das ist der Produktionsplan. Der wäre auf jeden Fall auch nicht was wert, ne? Aber muss ich das überhaupt verkaufen? Aber eigentlich ist das Ding mit dem Produktionsplan noch durch. Komm, ich verpfände jetzt hier alles. Falls ich das nochmal irgendwie rechnen sollte und ich das Ding echt nochmal brauche, dann ist es so. Dann muss ich halt nochmal ganz tief zurückladen. Aber... Another time. Aber jetzt habe ich zumindest erstmal genug Geld. Jetzt kann ich mir nämlich die Fallenschuhe und das Brettspiel kaufen. Und dann werde ich das auch machen. A typical Martinez streetlight sits among assorted More than happy. as little as possible. We only sell shares. A 20th of your shares is a sensible offer. Something lifted in him when he saw those shares. He needs as many as possible, even if he won't admit it. Ein 20. einer Aktien ist ein 50. Angebot. Ich gebe dafür ein Drittel meiner Aktien. Mir das nur für ein 20. für Sie anhören. Mehr als ein paar Aktien kann ich nicht anbieten. Ein 20. That's a reasonable offer. Er legt seinen gekrümmten Finger ans Kinn und versucht so nachdenklich wie möglich anzusehen. This is all for show. He's already made his mind up. Er hat sich bereits entschieden. The pose, the power. Yes. Drag this part out and reel in your audience, darling. See if they will crack under the suspense. Die Schauspielkunst jubelt dafür, dass das hier Schauspiel gemacht wird. Schön. All right, you have a deal. The street light is all yours. Pleasure doing business with you. Die Straßenlaternen gehört Ihnen. Seine Schultern entspannen sich, als würde er eine Last für ihn abfällen. Es war mir ein Vergnügungsgeschäft dieses Mal. Wie fühlt es sich an, Aktionär zu sein? Ach, nicht lockert die Gelenke so schön wie das, wie fühlt es sich an, Aktionär zu sein? Yeah, good. But I won't be holding on to these shares for long. Er sitzt ein falsches dran. Sie haben eine paar teure Anschaffungen im Sinn, habe ich recht? Let's just say there's some long overdue business I've got to deal with. Da will er mit 20. hiervon noch was machen? Ich meine, wie viel ist denn das technisch gesehen? Das sind 232.060,80 mal 0,05 müssten das sein, ne? 20 mal 0,05, ja. Das sind 11.603 Real, das ist gar nicht mal so wenig. Ach, nichts lockert die Gelenke wie ein schöner Geschäftsabschluss. Oh, sure. Ich verstehe nicht, was du meinst. Er versucht ja ein flottes Schulterkreis nachzuhauen, was aber nur zu den Achsenzucken führt. Wie komme ich die Laternen jetzt hier raus? It is quite heavy. You're going to need a truck. Ich brauche einen Laster, aber ich habe keinen Laster. That's all right. I can keep it here for you until you find one. Wie kann ich doch vertrauen, dass sie niemandem anderen verkaufen? Tell you what. Passen Sie auf, er beugt sich herunter, verschwindet Did in he der Theke. just do a runner? He can't get away that easily. Try calling out to him. Er hat sich gerade beim Theken weggeduckt. Don't panic. I'm sure he's just doing his shoelaces up. Something like that. Die Willenskraft sagt, ich soll nicht in Panik verfallen. Du tust das, als würdest du dich um die herumliegende ausliegende Ware Here durchstören. we go. Der Inhaber des Pfandhauses richtet sich auf und kommt mit der Ungelenkigkeit eines alten Bügelbretts wieder zum Vorschein. Er hält dir dabei ein Stück Pappe hin. Was ist das? It's a sign that declares you the owner of the streetlight. Stick it on and people will know that it's yours. Ich kann das draufkleben und schon wissen die Leute, das ist meine. Ist das schön? Great idea. One of your physical assets on display for the public. Maybe this was a good idea after all. We could sell tickets for people to come see it. Turn this into a little money churner. Wir können das in eine Gelddruckmaschine verwandeln. Ja, ich weiß ja nicht. But let's come back to that idea later. There's easier money to be made elsewhere. Man kann woanders Just einfach Geld get verdienen. that sign stuck on there for now. Wie fährt Ihre Denkweise? Für mich muss das reifen. There you go. Beautiful job. Assault und Disco Kopf vor Scherz in The Mercury Group. Was, du betrachtest das Licht in deinem Leben? Du liest das Schild? It reads, sold to the Disco Cop for shares in MK Mercury Group. The words are written with an even kerning, in bold, precise letters. Schön klare Buchstaben. Looks surprisingly official for a small-time trader. Some of your big biz flair must be rubbing off on him. Warum auch immer die Gewandtheit für Big Business zuständig ist. Du betrachtest das Licht in deinem Leben. The pole has been carefully cut, the wiring redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but
persistently. Also jemand hat die Elektrifizierung quasi so gemacht, dass das Ding an normale Steckdosen ranhängen kann. She's going to love it. Sie wird hin und weg von ihr sein. Von wem sprichst du? Oh, das Innenleben. Silence. Stille. Your eyes slide back to the 700 real modified streetlight you traded for shares. The golden light seems to flicker ever so slightly, like a butterfly. It casts shadows on the sign. Ich habe große Pläne für die Laterne. Die Laterne wird eines Tages eine Berühmtheit erlangen. Oh, right. That's good. Er wacht seinen Tag drauf auf, aber wieder der unsicher. Your eyes slide back to the Bis später. One quick question. How do I get hold of my shares? Oh, wie kriegt er seine Aktien? Ich werde meinen persönlichen Markenstrick kriegen an, sie schon bald wegen der rechtlichen Schritte zu kontaktieren. All right. Perfect. Thank you. Achso, wir können ihn quasi einfach scammen. Ah ja, das ist ja auch nicht schlecht. Na gut, also wir besitzen jetzt diese komische Laterne, mit der ich absolut nichts machen kann. Aber das ist egal! Wir haben das Ding, jetzt könnt ihr jetzt vor allem die Schuhe kaufen. Sehr gut, mehr dazu beim nächsten Mal.